Soll hier im Fluss kommen. Ist hier überhaupt kein. Jetzt kommt das Wasser bei 29,5 Grad. Guck mal hier. Wasser. Da. Moin von Chris und Chili. Willkommen zurück, schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es für uns weiter Richtung Süden ans Mittelmeer. Genauer gesagt nach Ligurien an die italienische Riviera. Und ich sage dir es gleich mal vorweg. Dieser Abschnitt unserer Reise hat uns komplett überrascht, aber der Reihe nach. Kaum sind wir unterwegs, stellt sich raus, wer ans Ligurische Meer will, muss erstmal über eine mächtige Bergkette. Und zwar nicht irgendeine, das ist der Ligurische Apennin, der sich hier wie ein Riegel zwischen die Poebene und die Küste legt. Die Straßen sind wirklich nicht besonders gut. Schlaglöcher, Flickstellen, Absätze, da wird man ordentlich durchgeschüttelt. Aber dank unserer Luftfederung halten alle Schränke. Willi macht das wirklich souverän. Die Autobahn führt gefühlt durch 100 Tunneln und Viadukten. Ein ziemliches Ingenieurskunststück, wenn man mal drüber nachdenkt. Und dann kommen wir nach einer abenteuerlichen Abfahrt endlich an und finden den Camping Lars Finge. Ein wirkliches Kleinod, sage ich euch. Viel sympathischer als die anderen Campingplätze in der direkten Umgebung. Das merkt man sofort. Unser Platz ist reserviert. Wunderbar. Perfekte Lage, ein wenig unter Bäumen, schön schattig und richtig muckelig. Wir drehen erstmal eine kleine Runde über den Platz. In der Mitte des Platzes führt ein Weg nach oben, also mal raufspaziert. Hier wäre es auf jeden Fall schon zu eng für Willi. Der Platz liegt, wie man sieht, nicht flach, sondern zieht sich in mehreren Ebenen ein Tal hinauf, 18 Hektar insgesamt unter Pinien und Akazien mit Gras als Untergrund. Lars Finge bietet 100 Stellplätze, in den oberen Etagen aber eher für Zelte und Autos mit Dachzelt als für Wohnmobile. Aber hier oben wird es auch gefühlt grüner und ruhiger. Auf dem Weg nach unten fallen die bunten Hütten auf dem Campingplatz auf. Das sind sogenannte Tende Casetta, fest aufgebaute Hauszelte. Sie bestehen überwiegend aus Zeltstoff bzw. Planwänden, besitzen aber ein festes Dach und eine abschließbare Holztür. Sie dienen als einfache Mietunterkünfte für Gäste ohne eigenes Zelt oder Wohnmobil. Es sind keine Sanitär- oder Abstellhäuschen und auch keine voll ausgestatteten Mobilheime. Küche, Toilette und Dusche befinden sich normalerweise in den Gemeinschaftseinrichtungen des Campingplatzes, also sozusagen eine Zwischenstufe zwischen Zelt und Bungalow. Daneben gibt es aber auch richtige Dauercamper, wie man sieht. Chemiklo einsaubern. Das sind die WCs für die Männer. Wo sind die Damen? Dusche, ganz simpel. Gehen wir noch kurz zur Rezeption vorbei an dem Vorplatz. Der Campingplatz bietet auch einen Shuttle-Service in die Cinque Terre an, also besser gesagt zum Bahnhof, um von dort mit dem Zug in die Dörfer zu fahren. Das ist auch wirklich der übliche Weg, denn mit dem Auto oder gar dem Wohnmobil kommt man in die Cinque Terre praktisch nicht rein. Dazu aber später mehr. Ich hatte überlegt, am Anfang diesen Campingplatz zu nehmen, weil da war
Der fährt sich auch ganz gut so zum Einfahren. Aber wenn man sich das hier anguckt, dicht an dicht, hätte ich schon gelegen. Schön ruhig. Aber schaut mal da vorne, wie dicht die aneinander stehen. Und das war mir irgendwie schon bei Google Maps von oben nicht so sympathisch. Dieser Campingplatz. Place Gierpe oder wie er heißt. Also Sphinx. Ich schaue mich kurz um auf Camping Valdiver und auch wenn es vielleicht nicht repräsentativ ist, der erste Eindruck gefällt mir nicht. Sieht aus wie ein großer Parkplatz, kaum grün, wenig bis kein Schatten. Da stehen wir definitiv besser. Zurück auf unserem Platz läuft mir plötzlich etwas ganz Niedliches über den Weg. Mutti hat's im Griff. Wir erkunden jetzt mal die Küste. Ich habe mir Vernazza rausgesucht. Soll der schönste Hafen der ganzen Gegend sein. Mit dem Roller dürfte das perfekt klappen. Ach ja, zur Cinque Terre nochmal. Die Orte sind weitgehend autofrei. Parkplätze gibt es dort so gut wie keine. Ein Zug pendelt zwischen Levanto und La Spezia und hält in allen 5 Dörfern. Cinque Terre heißt übersetzt einfach 5 Ortschaften. Wenn man vom Campingplatz kommt, dann muss man hier abfahren und fährt dann 10% runter, geht die Halligalli den Berg. Macht Spaß, aber man braucht auf jeden Fall gute Bremsen. Und da unten ist das Wasser. Da habt ihr so ungefähr mal eine Vorstellung, wie tief das unten ist, sozusagen. Da hinten in der Kehre, zwischen den Felsen. Da waren wir gerade. Das ist schon der Knaller. Hier geht's runter. Sieht man jetzt nicht so wirklich, aber 10% Gefälle, holla die Waldfee. Leider kann man nicht direkt bis in den Ort fahren, sondern wird als Tourist ohne Durchfahrtsgenehmigung ein Stück oberhalb an einer Schranke abgefangen. Von dort geht es den letzten Kilometer zu Fuß weiter, wirklich hinunter in den Ort. Eine sehr schmale Straße mitten durch die Natur. Der Ort gibt sich erst ruhig, bis der Bahnhof kommt. Aber wie wir erfahren, ist das eigentlich das ruhigere. Hier ist absolutes Fußgängergebot. Nicht mal Fahrrad dafür rein. Und ich wollte hier mit dem Roller durchfahren. Das geht ja gar nicht. Du hast ja noch was eingegeben an Hafen. Ja. Da siehst du? Da ist der Bahnhof und da kommen die ganzen Touristen her. Wir dachten ja, es wäre leer, aber der Trick, die meisten fahren nicht mit dem Auto oder Roller hin, sondern mit dem Zug. Wie man sieht, ist das da oben recht voll. Und hinterm Bahnhof ist es noch voller. Dass die hier mitten im Ort einen Bahnhof haben, Hammer, ne? Kannst du diese ganzen einzelnen, guck mal da, diese ganzen einzelnen Städte von Kannst du abfahren. Levanto. Ja. 2015 zählte die gesamte Gegend 2,5 Millionen Besucher in einem einzigen Jahr. Seit 2019 gibt es deshalb ein offizielles Besucherlimit von 1,5 Millionen pro Jahr in allen 5 Dörfern zusammen und strenge Auflagen für Touristen.
Ja, ja. Natürlich ein bisschen voll hier, Touristen und so. Aber es geht. Also könnte voller sein, glaube ich. Vernazza hat den einzigen natürlichen Hafen der gesamten Cinque Terre und wurde dadurch über Jahrhunderte zum wichtigsten Handelsposten der Region. Du kannst den ganzen Ort in 10 Minuten durchqueren und trotzdem verschwindet hier locker ein ganzer Nachmittag. Auch da oben zu essen ist bestimmt auch nicht schlecht. Im Oktober 2011 wurde der Ort übrigens fast komplett zerstört. Ein Unwetter brachte in wenigen Stunden ein Drittel der durchschnittlichen Jahresniederschlagsmenge. Vernazza wurde unter bis zu 4 Metern Schlamm begraben, 3 Menschen starben, der Schaden ging in die hunderte Millionen Euro. Trotzdem hat das Dorf sich innerhalb von 2 Jahren komplett wieder aufgebaut, mit eigenen Händen, Nachbarschaftshilfe und viel Sturheit. Ganz schön blau, ne? Ganz schön klar, ne? Wenn man also heute durch den Hafen oder die Altstadt läuft, läuft man eigentlich durch ein Dorf, das 2-mal aufgebaut wurde. Einmal von Genua vor 750 Jahren und einmal von seinen eigenen Bewohnern vor etwas über 10 Jahren. Ah, lecker, oder? Molto bene. Unser Fazit zu Camping Las Finge: Das ist kein Platz, der mit Luxus oder perfekter Infrastruktur glänzt. Die Standplätze sind eher eng, die Verpflegung ausbaufähig. Aber genau das macht ihn ehrlich. Er liegt genau richtig, mitten im Grünen zwischen den historischen Dörfern und Portofino ist sauber. Die Leute hier sind richtig freundlich und mit dem kostenlosen Shuttle zum Bahnhof und zum Strand nimmt er die größte Sorge ab. Wie kommt man eigentlich rein und wieder raus aus den besonderen Dörfern? Und zur Region selbst. Die Cinque Terre sind zu Recht berühmt, wirklich beeindruckend und definitiv ein Besuch wert. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne Daumen hoch. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.